Die polnische Heimatarmee, auf Polnisch Armia Krajowa oder kurz AK, war eine Militärorganisation im von Deutschland besetzten Polen und die größte Widerstandsorganisation im Zweiten Weltkrieg. Ihr Ziel war es, Polen von den deutschen Besatzern zu befreien. Geleitet wurde sie von der polnischen Exilregierung in London. Entstanden ist die Armia Krajowa vorerst unter dem Namen Służba Zwycięstwo Polski, Dienst für den Sieg Polens, kurz nach dem deutschen Überfall auf Polen und der damit verbundenen Niederlage der regulären polnischen Armee 1939. Ab Dezember 1939 kämpften sie unter dem neuen Namen Związek Walki Zbrojnej, Verband für den bewaffneten Kampf, bis im Jahre 1942 der endgültige Name Armia Krajowa gefunden wurde. Die AK vereinte fast alle Widerstandsgruppen in Polen unter einem Banner für den Kampf um ein freies Polen. Somit traten im Laufe der Jahre unter anderem die Militärorganisationen der Nationaldemokraten Narodowa Organizacja Wojskowa, die Bauernbataillone der Bauernpartei Batalionu Chłopski, die Milizen der Sozialistischen Partei Gwardia Ludowa WRN, die Einheiten des nationalradikalen Lagers Konfederacja Narodu und die Streitkräfte der Nationalisten Narodowy Sił Zbrojny dem gemeinsamen Kampf bei. Die Offiziere der AK kamen größtenteils aus den Reihen der Offiziere der polnischen Vorkriegsarmee. Der Armia Krajowa gelang es Nachschub der Wehrmacht zwischen 1939 und 1944 entscheidend zu verringern. Dies gelang ihnen unter anderem durch das Entgleisen von fast 800 Zügen, das Sprengen von beinahe 40 Eisenbahnbrücken sowie das Beschädigen von fast 20.000 Waggons und knapp 7.000 Lokomotiven. Szybko, pociąg będzie za 5 minut. Darüber hinaus zerstörte die AK etwa 4.300 Fahrzeuge, führte 25.000 Sabotageaktionen in Rüstungsfabriken durch und setzte 130 Waffen- und Ausrüstungslager sowie 1200 Tankwagen in Brand. Zu den spektakulärsten Aktionen gehörten die Destruktion von Öltürmen und Hochöfen oder die Befreiung von Häftlingen aus insgesamt 16 Gefängnissen. Auch der Anschlag auf den SS- und Polizeiführer Franz Kuchera im Distrikt Warschau am 1. Februar 1944 und ein Bombenanschlag auf den S-Bahnhof Friedrichstraße in Berlin am 15. Februar 1943 gehen auf das Konto der Armia Krajowa. Über diese Sabotagemission hinaus lieferte sich die Armia Krajowa über 170 Gefechte mit den feindlichen deutschen Besatzern und fügte den Kampfverbänden somit schwere Verluste zu. Die hier gezeigte Ausrüstung der polnischen Heimatarmee steht beispielhaft für zwei verschiedene Alternativen zur polnischen Vorkriegsuniform. Oft wurde einfach auf vorhandene Zivilkleidung zurückgegriffen, welche dann mit Abzeichen, Armbinden oder Kokarden in den polnischen Nationalfarben Rot und Weiß bestückt wurden. Alternativ dazu fanden sich, vor allem um den Warschauer Aufstand 1944 herum, viele deutsche Beuteuniformen oder Uniformsteile in den Reihen der Aufständischen. Hier zu sehen ist eine Erbsentarnbluse der Waffen-SS mit einer Armia Krajowa Armbinde, kombiniert mit einer M43-Hose und Schaftstiefeln. Auf dem Kopf wird die ikonische Mütze der polnischen Armee, die Rogatywka, in der frühen Ausführung für Mannschaften getragen. Die Ausrüstung hier ist wie bei vielen Mitgliedern der AK eine bunte Mischung aus deutschen, sowjetischen und britischen Ausrüstungsgegenständen. Am Beutekoppel befindet sich ein Brotbeutel mit dem polnischen Kochgeschirr und MP40 Magazintaschen. Bewaffnet ist er mit der britischen Sten Gun, welche so einfach konstruiert war, dass sie mit einfachstem Werkzeug und Fahrradteilen innerhalb von 5 Arbeitsstunden hergestellt werden konnte. Auch die hier gezeigte sowjetische PPS-43 sowie verschiedene Karabiner, Maschinengewehre und schweres Gerät fanden in den Reihen der Armia Krajowa Verwendung. 1944 zählte sie über 350.000 Mitglieder. Nach dem Warschauer Aufstand 1944 wurde die AK de facto zerschlagen. Nach dem Einmarsch der Roten Armee in Westpolen setzten sie als verstoßene Soldaten ihren Widerstand gegen die Kommunisten bis 1963 fort. In dieser Zeit wurden über 20.000 Mitglieder der AK ermordet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Kommentar und einen Daumen hoch da. Um uns zu unterstützen und kein Video mehr zu verpassen, vergesst auch das Abo und die Glocke nicht. Bis zum nächsten Mal.